Hallo Freunde und willkommen auf unserem Kanal. Ich befinde mich aktuell in Bosnien und wir sind hier genau im Nationalpark Kozara. Hinter mir befindet sich einer der markantesten Gedenkstätten aus dem Zweiten Weltkrieg. Da genau hinter mir. Ich werde euch heute alles darüber erzählen, aber fangen wir von vorne an. Wir befinden uns heute in Bosnien, genau gesagt im südlichen Teil von Bosnien, in einem kleinen Vorort namens Kozarac. Der liegt zwischen Prijedor und Banja Luka. Und wir werden uns heute in die Berge hinter mir begeben und werden einige interessante Orte besuchen. So, Rucksack für die Tour ist vorbereitet, Helm, Handschuhe. Fahrrad wird aufgeladen, ist bei 90%, sollte reichen. Es sind ungefähr 800 Höhenmeter, verteilt auf 9 Kilometer bergauf. Und ja, los geht's. Gleich sollten wir begrüßt werden von dem Eingang des Nationalparks. Genau, da rechts ist die Tafel. Autofahrer zahlen den Eingang 8 konvertible Mark pro Person. Das sind ungefähr 4 Euro. Wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid und die Höhenmeter nicht scheut, ist der Eingang kostenlos. Und wir erreichen gleich mal die erste Sehenswürdigkeit da links. Da werden wir kurz halten. So, nehmen wir den Helm runter, dann ist das einfacher. Ist schon so heiß. Hier gibt es eine Wasserquelle, die direkt aus dem Berg fließt. Jetzt in den Sommermonaten ist der Wasserdruck ganz niedrig, es tröpfelt nur so vor sich hin. Diese Wasserquelle wurde als Gedenkstätte an die Partisanen erbaut. Hier 1942 war unten, wo wir jetzt gleich fahren werden mit dem Fahrrad, ein Krankenhaus der Partisanen. Und als Andenken an die Partisanen wurde hier diese Wasserquelle erbaut von dem Kollektiv des naheliegenden Sägewerks, der hier mal stand. Was interessant ist, in den ersten Jahren nach dem Krieg, in den 90er Jahren, kamen sehr viele Bewohner hier an diese Wasserquelle und haben Trinkwasser geholt, weil nach dem Krieg die sämtliche Infrastruktur zerstört war und es einfach einige Zeit lang gedauert hat, bis alles repariert war, also Ende 90er Jahre. Und sehr viele Familien, unter anderem auch meine Familie, wir standen da an der Wasserquelle und haben uns Trinkwasser geholt fürs Zuhause, weil eine andere Quelle außer Wasser kaufen gab es nicht. Und oft ist es passiert, dass hier sehr lange Reihen an Autos standen und alle haben geduldig gewartet, um sich Trinkwasser zu holen. Also ein sehr wichtiger Ort in der jüngeren Geschichte von dieser Gegend. Leider ist das Wasser jetzt nur tröpfchenweise vorhanden. Ich weiß nicht, ob das an der Dürre liegt oder an den vielen neu erbauten Häusern und Siedlungen, wo das Wasser direkt aus dem Berg gezapft wird für den Heimgebrauch. Ich werde mal schauen, ob es dann im Winter besser wird. Leider wird hier die Quelle auch oft von Vandalismus betroffen. Und hier wurde schon der Hahn kaputt gemacht. Jemand hat sich hier mit so einer Wasserflasche ausgeholfen und hat das da reingedrückt. Ja, keiner ist vor Vandalen geschützt. Leider, leider. Das wäre also die erste Sehenswürdigkeit auf unserem Weg hoch zum Nationalpark Kozara, wo das Denkmal der Revolution steht. Und dort werden wir uns dann das genauer anschauen. Aber bevor wir hochfahren, möchte ich noch eine Sehenswürdigkeit zeigen. Die liegt da gleich vorne beim Eingang, beim offiziellen Eingang, wo man auch die Tickets kaufen muss. Gleich da rechts möchte ich euch noch was zeigen, was Interessantes. So, wir fahren jetzt zu einem Ort, der hier Altes Sägewerk heißt. Es ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel in den Sommermonaten, wo man am Fluss grillen, picknicken kann. Aber bei diesem Ort gibt es auch noch eine sehr interessante Geschichte über eine verbotene Liebe und eine Kirche. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. So,
Hier geht es kurz runter über Schotter und schon sind wir da. Da werden wir jetzt gleich hochgehen auf den Hügel und dann werde ich euch noch was dazu erzählen. So, schauen wir mal, ob ich hier durchkomme. Das Fahrrad werde ich hier lassen müssen. So, willkommen bei unserer zweiten Sehenswürdigkeit. Es ist jetzt eigentlich ein anderer Tag als vorhin, da ich Trottel vergessen habe aufzunehmen. Also ich habe den Aufnahmeknopf nicht gedrückt. So, wir gehen jetzt diese Stufen hoch zu einer Kirche, die sich im Volksmund Mehmets Kirche nennt. Und was es damit auf sich hat, erzähle ich euch gleich oben. So, ich habe mir vor der Kirche ein kleines Stativ gebaut, damit ich besser mit euch reden kann. Ihr wollt bestimmt wissen, was es auf sich hat mit dieser Kirche, die im Volksmund auch Mehmets Kirche heißt, was eigentlich gar keinen Sinn hat, da es eine eindeutig katholische Kirche ist und Mehmet ein typischer islamischer Name ist. 1882 gab es im naheliegenden Prijedor ein großes Feuer, bei dem um die 120, 130 Häuser abgebrannt sind. Um den Bedarf an Holz zu decken, wurde beschlossen, hier am Fuße des Nationalparks, damals war es noch kein Nationalpark, ein Sägewerk zu errichten. Die Ehre fiel an den Karl Schmutzer, einen Österreicher, der hier ein Sägewerk errichtet hat. Karl hatte 2 Söhne und eine Tochter, Maria. Maria hatte sich in den Sägewerk-Mitarbeiter Mehmet Kulašić verliebt und es stand eine geheime Romanze und Liebe, aus der ein Kind entstanden ist. Eines Morgens vor einer Moschee wurde ein totes Baby eingewickelt in Zeitungspapier gefunden. Da dieses Zeitungspapier auf Deutsch geschrieben war und zur damaligen Zeit kaum jemand Zugriff auf Zeitungen hatte, geschweige auf Deutsch, wurde schnell erkannt, dass es sich um das Kind der Maria handeln muss. Der Karl, als er das erfahren hat, war über sich wütend und hat die Maria sofort zur Verwandtschaft nach Österreich geschickt. Zur damaligen Zeit war das eine große, große Schande. Um sich vor dieser Schande und Sünde reinzuwaschen, hat er sich entschlossen, eine kleine Kapelle und ein Jahr später diese Kirche zu erbauen. Die Kirche der Jungfrau Maria. Diese Kirche ist seitdem ein Zeichen einer verbotenen Liebe und wird seit Jahrzehnten von Verliebten besucht, die auf der Suche sind nach ihrem Glück. Karl Schmutzer blieb noch bis 1921 der Betreuer des Sägewerks und wohnte mit seiner restlichen Familie da. Und danach hat er das Sägewerk und seinen Posten aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Sägewerk in ein Partisanenkrankenhaus umfunktioniert und nach dem Zweiten Weltkrieg blieb das Sägewerk bis 1961 hier an dieser Stelle, wonach dieses verlegt wurde an den Eingang von der Ortschaft, die ich vorher erwähnt habe, den Eingang von Kozarac. Im jüngsten Krieg in den 1990er Jahren wurde diese Kirche leider vandalisiert und zerstört, genauso wie das Sägewerk, welches errichtet worden ist am Eingang von Kozarac. In späteren 2000er Jahren wurde die Kirche dann wieder renoviert und neu errichtet mit Hilfe der Einwohner von Kozarac und der Umgebung sämtlicher Religionen. So, ich zeige euch jetzt noch ein paar Aufnahmen, wo das Sägewerk einmal war, hier, und danach machen wir uns auf weiter zum Denkmal der Revolution. Leider hinterlassen Menschen immer und überall ihren Müll. Ich verstehe nicht, wie man so mit der Natur umgehen kann. So, wir sind jetzt am Ort, wo das alte Sägewerk war, und wie ihr seht ihr nichts. Es ist nichts mehr übrig von dem alten Sägewerk. Sehr lange Zeit war das hier ziemlich verwuchert und zugewachsen und konnte nicht betreten werden, aber in jüngster Zeit wird das hier erhalten, sodass Menschen hier zum Picknicken, zum Grillen und zum Entspannen am naheliegenden Fluss kommen können. Hier ist auch eine Bühne, es sind Tische errichtet worden und Bänke, wo man sitzen kann, Fußballtore, um Fußball zu spielen. Es ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel der naheliegenden Einwohner, um dem Alltag ein wenig zu entfliehen. Jetzt aber machen wir uns auf den Weg zum Denkmal der Revolution. Jetzt fahren wir weiter hoch. Wir verlassen jetzt das alte Sägewerk
Ich sehe schon den Plateau und wir sind da, meine Damen und Herren. Wir haben es geschafft. Wir sind oben beim Denkmal der Revolution aus dem Zweiten Weltkrieg. In diesem Abschnitt des Videos habe ich mich für das gute alte Voiceover entschieden. Es gibt zu dem Denkmal sehr viel zu erzählen und ich möchte nichts durcheinander bringen. Fangen wir mit der Frage an, warum dieser Ort für diese Gegend so wichtig ist. Im Sommer 1942 kam es hier zu einer großen Schlacht zwischen Partisanen und Nazi-Deutschland mit ihren Verbündeten. Etwa 4.000 bis 6.000 Partisanen wurden zusammen mit 80.000 Zivilisten und 500 Verwundeten eingekesselt. Ihnen entgegen standen 40.000 Soldaten der Wehrmacht, Ustaschas und Chetniks, die sich verbündet hatten, um die Partisanen auszulöschen. Die zunächst erfolgreiche Verteidigung begann nach 10 Tagen ununterbrochener Kämpfe aufgrund von Verlusten, Müdigkeit und Munitionsmangel zu schwächeln. Am 4. Juli gelang es letztendlich einer Gruppe von Partisanen mit 10.000 Zivilisten, sich aus dem Kessel zu befreien. Während der nächsten 2 Wochen durchkämpften Deutsche mit Verbündeten systematisch Kozara und Podkozari auf der Suche nach überlebenden Partisanen und Zivilisten. Charakteristisch für diese Schlacht ist ein besonders brutaler Umgang mit der Zivilbevölkerung. Einige der gefangenen Bewohner wurden an Ort und Stelle liquidiert, die meisten wurden in Lager gebracht. Während der Operation wurden über 68.000 Einwohner, davon 23.500 Kinder, in Lager geschickt. Die Gesamtzahl der zivilen Opfer in Kozara und Podkozari beträgt etwa 35.000 Menschen. Der größte Teil davon starb bei dieser Operation und bei der Internierung in den darauffolgenden Lagern. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde bereits 1947 damit begonnen, Kozara zum Nationalpark auszurufen. Es sollte noch weitere 20 Jahre dauern, bis dies umgesetzt wurde. Es war zu dem Zeitpunkt eine gesetzliche Voraussetzung, damit das Denkmal der Revolution aufgestellt werden darf. Die Vorbereitungen sind jedoch viel früher gestartet. So wurde 1962 eine 38-köpfige Kommission gegründet, die einen offenen Wettbewerb entschieden hat über die Gestaltung der Gedenkstätte. Letztendlich konnte sich unter 49 Einsendungen der Bildhauer Dusan Jamunia mit seinem Konzept durchsetzen. Der Grundstein wurde 1971 gelegt und die Arbeiten 1972 abgeschlossen. Das Revolutionsdenkmal erzählt viele Geschichten in einer, die sich alle um den verzweifelten Kampf gegen den Faschismus in dieser Gegend während des Zweiten Weltkriegs drehen. Das Denkmal beeindruckt alleine durch seine Ästhetik, eine monolithische, segmentierte Betonstruktur, die genauso imposant ist, wie Videos es vermuten lassen. Der Komplex besteht aus 3 Hauptelementen: der Hauptdenkmalstruktur, einer Gedenkmauer hinter dem Denkmal und einem kleinen Museum. Das Hauptdenkmal ist ein zylindrischer Monolith von etwa 33 Meter Höhe, der aus 20 vertikalen Lamellen mit dazwischen liegenden gebogenen Ausbuchtungen besteht, deren Außenseiten mit Streifen aus poliertem Edelstahl bedeckt sind. Für den Bau dieser Skulptur wurden 1000 Tonnen Zement, 4000 Kubikmeter Zuschlagstoffe und 200 Tonnen Baustahl benötigt. Der Denkmalkomplex wurde nicht nur von professionellen Arbeitern, sondern auch von Mitgliedern von Jugendarbeitsgruppen errichtet. Die Gedenkmauer hinter dem Hauptdenkmal besteht aus Dutzenden Bronzetafeln mit den Namen von 9.921 gefallenen Partisanensoldaten, die alle in eine lange Betonmauer zwischen den Kiefern eingelassen sind. Laut einem der Kuratoren der Stätte ist diese eingravierte Liste einer der längsten ihrer Art in Osteuropa. Die Namen an den Mauern sind nach den Dörfern geordnet, aus denen die Gefallenen stammen. Das dritte Element der Gedenkstätte ist ein kleines Museum, welches 1973 eröffnet wurde mit der Dauerausstellung Kozara im nationalen Befreiungskampf, in dem authentische Fotografien, schriftliche und gedruckte Dokumente sowie Archivartefakte aus der Zeit des 4-jährigen Kampfes im Zweiten Weltkrieg ausgestellt sind. Zusätzlich zu den Exponaten verfügt das Museum auch über Originaldokumente der Partisanen als auch der Feinde, Karten mit dem Plan des Angriffs auf Prijedor, womit die Kriegsereignisse in diesem Gebiet während des Zweiten Weltkriegs authentisch dargestellt werden. Das Museum verfügt auch über eine Sammlung von Waffen aus dieser Zeit sowie einen Vorführraum für Dokumentarfilme. Ein letztes interessantes Merkmal der Gedenkstätte ist, dass von der Haupteinfahrt am Fuße des Komplexes eine große Reihe von Betonstufen hinauf zum Plateau führen, welche direkt in den Hang gebaut wurden.
Einst dienten diese Stufen als riesiges Amphitheater für Schulklassen, die zum Zeiten Jugoslawiens an diesem Ort kamen und auf dem Zeremonien abgehalten wurden. Nach der ersten Eröffnung des Komplexes wurden an der Stätte jährlich am Nationalfeiertag des Kämpfertags Massengedenkzeremonien abgehalten. Zum Zeitpunkt Jugoslawiens soll fast jeder im ganzen Land Kozara mindestens einmal in seinem Leben besucht haben. Heute bietet Kozara viel mehr als nur die Gedenkstätte. Es gibt Wanderwege, Mountainbike-Trails, Skipisten, organisierte Bergsteigertouren, einen Abenteuerpark und es dürfen natürlich auch nicht kulinarische Highlights der Gegend fehlen. So Freunde, ich bin wieder zurück in Österreich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es hat ziemlich lange gedauert, dies so zusammenzustellen, wie ich das gerne hätte. Ich hoffe, ihr habt das Thema genauso spannend gefunden wie ich. Falls ja, lasst doch bitte ein kostenloses Abo da und ein Like oder ein Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Wir bereiten aktuell das nächste Video vor und ja, bis zum nächsten Mal.